Der Tag der Abrechnung ist da. Wir wollen heute zurückblicken, was sich auf dem Kanal im letzten Jahr getan hat. Wie schon im letzten Jahr sehen wir uns an, ob es Fehler zu korrigieren gibt. Ich werde einige Worte allgemein zu YouTube verlieren und auf einige Kommentare eingehen, wenn auch vielleicht nicht immer auf die ganz nette Art und Weise. Herzlich willkommen am letzten Tag des Jahres. Am Anfang möchte ich mich gleich mal bedanken für das wachsende Interesse und die überwiegend positiven Reaktionen auf das, was ich hier mache. Werfen wir mal einen kurzen Blick in die Statistik. Vor einem Jahr hatte der Kanal genau 2256 Abonnenten. Jetzt sind es über 7000. Allerdings ist die Abonnentenzahl bei YouTube nicht mehr ganz so entscheidend, sondern vielmehr, wie oft und wie lange die Videos gesehen werden. Außerdem sind die Zahlen etwas mit Vorsicht zu genießen. YouTube kämpft immer mal wieder gegen Spam-Bots, die hier wahllos Zugriffe und Abos produzieren. Und dann sieht das so aus. Erst ein steiler Anstieg der Zahlen und dann, wenn YouTube die Fake-Accounts erkennt und löscht, sind mit einem Schlag 200 Abonnenten wieder weg, die ja nie real waren. Derzeit sind 127 Videos online, dieses Video eingeschlossen. Wer die alle am Stück sehen will, muss etwa 20 Stunden Zeit mitbringen. Da steckt eine Menge Arbeit drin. Wer selbst Videos macht, weiß, dass die Produktionszeit inklusive Recherche und Vorbereitung ein Vielfaches davon ist. Insgesamt wurden die Videos über 50.000 Stunden angesehen. Das sind rund 5,7 Jahre. Und es gab über 500.000 Aufrufe. Wer sieht sich die Videos an? Positiv entwickelt hat sich die Altersstruktur. Sie ist jetzt etwas ausgeglichener und es sind auch viele jüngere Zuschauer dazugekommen. Beim Verhältnis Männlein-Weiblein hat sich allerdings leider nichts geändert. Die meisten Zugriffe kommen natürlich aus Deutschland, gefolgt von den auch deutschsprachigen Österreichern und Schweizern. Aber auch zum Beispiel aus der Türkei oder Indien. So, kommen wir dazu, was hier so schiefgelaufen ist. Die meisten Fehler sind noch aus dem Jahr davor. Das sind also noch die Anfangssünden. Nur wer nichts macht, macht keine Fehler. Einer betrifft ein sehr beliebtes Video zum astabilen Multivibrator. Es fließt ein Kollektorstrom und Diode 1 leuchtet. Die linke Seite des Kondensators C1 liegt jetzt fast auf Massepotential und C1 wird dadurch schlagartig entladen. Ja, blöd formuliert und deshalb so nicht ganz richtig. Der Kondensator wird durch den Transistor auf Masse geschaltet, entlädt sich aber nicht schlagartig. Er ist fast mit der Betriebsspannung aufgeladen und deshalb liegt jetzt an der Basis von T2 eine genauso hohe negative Spannung. Und erst jetzt wird er langsam über R2 umgeladen, bis T2 öffnen kann. Bei hohen Betriebsspannungen ist es deshalb nötig, eine Schutzdiode vor die Basis der Transistoren zu schalten, da die Basis-Emitter-Strecken keine hohen Sperrspannungen vertragen. Die können auch helfen, die Impulsform zu verbessern, denn wenn die Spannung nahe der Durchbruchsspannung liegt, leidet die natürlich. Auf der Homepage zum Kanal habe ich das nochmal richtig formuliert. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Dann ging es beim Transistorverstärker etwas durcheinander bei der Berechnung des Eingangswiderstandes. Man muss zwei Fälle unterscheiden. Wenn der Emitterwiderstand durch einen Kondensator überbrückt ist, spielt der keine Rolle. Und der Transistor bestimmt in erster Linie den Eingangswiderstand. Ist der Gegenkopplungswiderstand für die Wechselspannung nicht überbrückt, dann geht er mit der Stromverstärkung des Transistors multipliziert in den Eingangswiderstand ein. Wenn die ausreichend hoch ist, bestimmt hauptsächlich der Basisspannungsteiler den Eingangswiderstand. Vielleicht sollten wir das irgendwann nochmal gesondert behandeln. Ein Druckfehler gibt es im Video zu den Sinusgeneratoren bei der Wien-Robinson-Brücke. C2 wäre mit 6,8 Kilofarad etwas heftig. Das RC-Glied aus R2 und C2 hat natürlich die gleichen Werte wie R1 und C1. Richtig ist also 10 Nanofarad. Mit dem Kommentar zum Thema Messfehler bei hochohmigen Schaltungen konnte ich erst nicht viel anfangen und musste erst suchen, worauf der sich eigentlich bezieht. Bis ich dann den Druckfehler kurz vor Schluss gefunden habe. Gesagt habe ich es ja richtig.
In der Abbildung ist aber das Komma beim Wert von R2 abhanden gekommen. Richtig ist also 4,5 bzw. 4,9 Megaohm. Ich musste aber auch feststellen, dass einige das Problem, um das es in dem Video ging, gar nicht richtig erfasst haben. Das war keine akademische Aufgabe, wie man die Spannung an einem Spannungsteiler berechnet. Das Problem ist rein praktischer Natur. Wie misst man an einer unbekannten hochohmigen Schaltung die Spannung richtig? R1 und R2 stehen hier stellvertretend für diese Schaltung und können eine beliebige Reihen- und Parallelschaltung von Bauelementen sein, passiv wie aktiv. Wenn die bekannt wären, könnte man die Spannung natürlich einfach nach der Spannungsteilerregel berechnen. Dann braucht man aber auch gar nicht erst messen. Auch der Vorschlag, das Voltmeter durch einen Ampermeter zu ersetzen und damit praktisch R2 kurz zu schließen, um aus dem Strom R1 auszurechnen, funktioniert nicht. Die Schaltung an irgendeinem Punkt gegen Masse kurz zu schließen, ist sicher nicht die beste Idee. Selbst wenn die Schaltung das überleben sollte, würde man damit die Arbeitspunkte verschieben und die Messung wäre auch wieder unsinnig. Also bisher hat da noch keiner eine bessere Möglichkeit gefunden. Und was gab es in diesem Jahr? Beim Thema Tunneldiode ist in dieser Abbildung die rote Kurve, die die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Ladungsträger darstellt, nicht ganz korrekt und müsste eher so aussehen. Die Grundaussage bleibt aber die gleiche. Da, wo die Wellenfunktion 0 ist, ist auch das Quadrat und damit die Aufenthaltswahrscheinlichkeit 0. Das nächste läuft bei mir eigentlich nicht als Fehler. Im ersten Video des Jahres zum Dezibel habe ich die willkürliche Festlegung des Nullpunktes der Skala mit der Temperaturskala verglichen und dabei von Grad Kelvin gesprochen. Da kam dann sofort der Einwand, dass man nur noch Kelvin und nicht Grad Kelvin sagt. Das sind aber Festlegungen, die sich mal ändern können. Ich habe es noch so kennengelernt, dass die absolute Temperatur in Grad Kelvin und Temperaturdifferenzen einfach nur in Kelvin angegeben werden. Das hatte den Vorteil, dass man an der Maßeinheit gleich erkennen konnte, was gemeint ist. Inzwischen hat man das geändert. Da ich aber kein offizieller Hochschulbildungskanal bin, sondern nur ein kleiner YouTuber, der ein bisschen was über sein Hobby erzählt, erlaube ich mir, bestimmte Sachen beizubehalten, wenn sie nicht grundsätzlich falsch sind. Ich benutze ja auch noch das alte Schaltzeichen für den Operationsverstärker und nicht dieses hier. Wenn ihr aber noch in der Ausbildung seid, dann müsst ihr natürlich alles so machen, wie es euch eure Lehrer beigebracht haben, das ist ja klar. Mehr gab es da in diesem Jahr nicht. Also entweder bin ich besser geworden oder ihr lasst nach, weil ihr die Fehler nicht mehr findet. Ich will jetzt nochmal auf das Video zu sprechen kommen, in dem es darum ging, wie man Fehler finden kann und was im Sommerloch für kräftige Zugriffszahlen gesorgt hat. Zur Erinnerung, es ging darum, in dieser Schaltung die 6 Fehler zu finden. Das hier ist die korrigierte Version. Ein Fehler war die falsche Polung des Koppelkondensators am ersten Transistor. Im Anschluss gab es eine Diskussion darüber, ob nicht auch die Diode falsch gepolt ist. Oder es gab den Vorschlag, dass bei einer Umpolung der Diode auch der Koppelkondensator wieder umgepolt werden müsste. Um es vorwegzunehmen, beide Male nein. Ich will nochmal versuchen, das zu erklären. Dazu denken wir uns erstmal den Empfängerteil mit der Diode weg. Welche Spannung liegt jetzt am Kondensator? Der Minuspol liegt an der Basis von T1 und die andere Seite auf Emitterpotential. Das entspricht also der Basis-Emitterspannung des Transistors. Bei einem PNP-Transistor ist die Betriebsspannung negativ und damit auch die Basisspannung. Einige werden jetzt gleich sagen, Moment, der Kondensator liegt ja nicht am Emitter, da ist ja noch ein Widerstand dazwischen. Wie viel Strom fließt denn durch den Kondensator? Außer im Einschaltmoment erstmal gar keiner. Und damit ist auch der Strom durch den Widerstand 0. Wie groß ist dann der Spannungsabfall? Natürlich auch 0. Und damit liegt an beiden Seiten des Widerstands das gleiche Potential. Was kommt jetzt über die Diode? Der Empfänger hat keine Verbindung zur Betriebsspannung. Und damit liegt an der Diode nur die Spannung, die über die Antenne kommt. Das sind Mikro- bis Millivolt. Die Diode richtet das AM-Signal gleich und der kleine 10 Nanofarad-Kondensator beseitigt die Hochfrequenz. Übrig bleibt die aufmodulierte Niederfrequenz. Dabei ist egal, ob nach der Gleichrichtung die untere oder wie in unserem Fall die obere Halbwelle übrig bleibt. Der Hüllkurvenverlauf ist der gleiche. Allerdings liegt die Wechselspannung nicht auf der Nulllinie. Je nach Polung gibt es einen kleinen Gleichspannungsanteil. An der Basis des Transistors kommt der aber nicht an, denn der Koppelkondensator lässt nur den Wechselspannungsanteil durch. Das ist ja gerade die Aufgabe eines Koppelkondensators, die einzelnen Stufen gleichspannungsmäßig zu entkoppeln.
Die Spannung an der Basis schwankt jetzt mit dem Signal, bleibt aber immer negativer als der Emitter. Und deshalb muss die Polung des Kondensators auch so bleiben. Einige hatten wahrscheinlich das Bild von einer Einweggleichrichtung im Netzteil vor Augen, wo die Polung des Ladekondensators von der Polung der Gleichrichterdiode abhängt. Der Ladekondensator, wenn man ihn überhaupt so nennen kann, ist in dem Fall aber nicht der Koppelkondensator, sondern der kleine Kondensator. Hätte der eine Polung, müssten wir die beachten. Also es ist egal, wie rum die Diode gepolt ist, und der Koppelkondensator ist so richtig, wie er hier ist. Im letzten Jahr kam im Anschluss an dieses Video die Frage auf, ob das der richtige Weg ist, die Fehler zu korrigieren. Einige finden es ja auch gut, dass überhaupt gemacht wird, denn das ist nicht unbedingt Standard auf YouTube. Ein Vorschlag war, einen Korrekturtext einzublenden, wie es einige andere machen. Das Problem ist nur, das wird mit dem Schnittprogramm gemacht und funktioniert nur, wenn der Fehler vor dem Hochladen auffällt. In dem Fall würde ich ja gleich den Fehler vor dem Upload beseitigen und die Szene neu aufnehmen. Die diese Texte einblenden, hatten entweder dazu keine Lust oder es sind Szenen, die sich nicht so einfach wiederholen lassen. Nach dem Upload gibt es nur noch die normalen Untertitel, die es ja sowieso bei jedem Video gibt, in Deutsch und in Englisch. Ich kann aber niemanden dazu zwingen, die auch einzuschalten. Die beste Lösung wäre natürlich, das Video 1:1 gegen eine korrigierte Version auszutauschen. Das ist aber leider auf YouTube so nicht möglich. Es würde bedeuten, ich muss das alte Video löschen und mit einer anderen URL neu hochladen, mit allen damit verbundenen Nachteilen. Alle Links auf das Video und die Einbettungen in andere Seiten würden nicht mehr funktionieren. Wenn ihr das Video teilt, sendet ihr ja auch nur einen Link zum Video an eine andere App wie Facebook oder WhatsApp. Und der würde ins Leere führen. Auch die Statistik wäre nicht mehr richtig und die YouTube Analytics wären nicht mehr aussagekräftig. Wer hier selbst Videos hochlädt, weiß, dass es dabei nicht nur um Klicks und Likes geht. Dass Videoserien auseinandergerissen würden, könnte man noch über Playlists kompensieren, aber auch eure Kommentare zu dem Video würden mitgelöscht werden. Also solange es nicht möglich ist, ein Video unter Beibehaltung der URL und Statistik auszutauschen, wird das die absolute Ausnahme bleiben. Ich denke aber, dass YouTube das nicht zulassen wird, denn einige würden das gleich wieder ausnutzen und dann zum Beispiel ein ganz anderes Video hochladen, um es interessanter erscheinen zu lassen. Das ist leider das Problem, nicht nur im Internet, dass vernünftige Lösungen oft nicht möglich sind, weil es immer einige Unvernünftige gibt, die das für ihre Zwecke ausnutzen. Deshalb habe ich mich entschlossen, das so zu machen. Es gibt diese Korrekturvideos, die dann am Abspann der betroffenen Videos eingeblendet werden. Es gibt einen Hinweis in der Videobeschreibung und der Kommentar, der darauf hingewiesen hat, wird von mir eventuell oben angepinnt. Es ist also immer gut, vor dem Video mal einen Blick in die Kommentare oder die Videobeschreibung zu werfen. Bei mir besteht die ja nicht hauptsächlich aus Affiliate-Links. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Es wurde zwar hier nicht groß thematisiert, denn ich denke, die meisten werden daran gewöhnt sein, dass hier Werbung läuft. Nur ganz am Anfang gab es mal einen Kommentar, der dann wieder gelöscht wurde und sinngemäß so lautete: Bisher habe ich deine Videos ja ganz gerne gesehen, aber jetzt, wo Werbung läuft, verabschiede ich mich. Da kann ich nur viel Erfolg wünschen, hier bei YouTube Videos ohne Werbung zu finden. Soweit ich weiß, geht das nur über eine Premium-Mitgliedschaft und die kostet Geld. Wahrscheinlich hat er auch nicht bedacht, dass YouTube schon seit Mitte des letzten Jahres auf jedes Video Werbung schalten kann, auch wenn der Kanal noch kein YouTube-Partner ist. Der Unterschied ist nur, dass YouTube dann 100% der Einnahmen behält. Also ob ich meinen Kanal jetzt monetarisiere oder nicht, die Werbung läuft sowieso. Ich selbst habe schon Werbung auf Kanälen gesehen, die noch weit unter 1000 Abonnenten hatten und damit noch gar nicht monetarisiert sein können. Um den Neidern gleich mal etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen, mit so einem kleinen Spatenkanal wird man hier von den paar Cent Werbeeinnahmen bestimmt nicht steinreich. Ich sehe es als kleine Aufwandsentschädigung und wenn ich alles mal zusammenrechne, wird das wahrscheinlich eine Nullnummer. Andererseits ist es eine kostenlose und einfache Möglichkeit für diejenigen, die den Kanal etwas unterstützen wollen. Ich sammle hier keine Spenden wie andere, weil damit, wie ich finde, auch immer eine Verpflichtung einhergeht. Wie gesagt, ich will dadurch nicht reich werden, aber ich bin auch zu geizig, um YouTube den ganzen Gewinn zu lassen für meine Arbeit. Neben den vielen positiven Reaktionen gibt es natürlich auch die anderen, die offenbar nur unterwegs sind, um negative Energie und schlechte Laune zu verbreiten. Was ich von den Dislikes halte, habe ich ja an anderer Stelle schon mal gesagt. Ich finde das ziemlich sinnlos. Wenn ihr zu faul oder zu feige seid, zu sagen, was euch nicht passt, dann ist eure Meinung auch irrelevant und mir egal. Warum spreche ich das jetzt nochmal an? YouTube zeigt ja neuerdings die Zahl der Dislikes nicht mehr an.
Bisher konnte mir aber keiner sagen, welchen Sinn das machen soll, zumal man das mit einer App auch wieder rückgängig machen kann. Das hält bestimmt niemanden davon ab, da drauf zu klicken. Das ist fast so sinnlos wie bei eBay, wo Verkäufer nur noch positiv bewerten können. Also entweder ich bewerte oder ich bewerte nicht. Als ob immer nur die Verkäufer die Bösen sind. Wenn man schon etwas verändern will, hätte ich viel bessere Ideen. Zum Beispiel könnte man negative Bewertungen zwingend an einen Kommentar koppeln. Dann könnte jeder selber einschätzen, ob die Meinung relevant ist und ob man ihr zustimmt. Und die Spinner und Hater würden sich outen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wer ein Video nicht mindestens eine gewisse Zeit gesehen hat, ist gar nicht berechtigt, überhaupt eine Bewertung abzugeben. Also 5 Sekunden gucken und dann den Daumen runter oder noch besser, das Video gar nicht erst starten. Was bitteschön wurde denn da bewertet? Da sollte YouTube einen Riegel vorschieben. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu sagen oder vielleicht kann mir jemand von euch plausibel erklären, was diese Aktion bringen soll. Mal ein paar allgemeine Bemerkungen zu den Kommentaren. Die Funktion ist dazu da, sich über den Inhalt des Videos auszutauschen. Alles andere hat da nichts verloren. Einige versuchen immer wieder, die Reichweite von anderen Kanälen für Werbung zu nutzen oder versuchen, Links zu dubiosen Seiten zu platzieren. Ich denke, jeder, der eine Suchmaschine bedienen kann, findet auch selbst irgendwelche Erotik-Kontaktseiten, wenn er es braucht. Und das ist hier auch kein Forum für spekulative Geldanlagen. Da gibt es hier andere Kanäle. Wenn ich sowas sehe, werde ich das löschen und eventuell den Account sperren. Ich mache das auch, um euch zu schützen. Ich will nicht, dass ihr über meinen Kanal irgendwo hingeleitet werdet, wo man euch übervorteilen will. Wenn ihr Kommentare abgebt, dann bitte so konkret wie möglich. Am besten mit dem entsprechenden Timecode, damit jeder weiß, was gemeint ist und worauf sich das bezieht. Und bitte nicht nur Wortfetzen. Es kann ja nicht so schwer sein, mal einen ganzen Satz zu formulieren. Ich versuche das ja hier auch. Das gilt natürlich insbesondere für Fragen, die ich nur beantworten kann, wenn ich sie auch verstehe. Stellt die bitte möglichst hier auf YouTube, denn die Antwort könnte ja auch andere interessieren. Die Mails direkt an mich lese ich nicht unbedingt täglich und ich musste auch feststellen, dass hin und wieder mal einige im Spamfilter meines Hosters hängen bleiben. Auch mit solchen Kommentaren kann ich wenig anfangen. Da soll angeblich was falsch sein in dem Video, derjenige sagt aber nicht was, auch nicht auf Nachfrage. Wem hilft das? Bei einigen Dingen bin ich allerdings machtlos, denn es allen recht zu machen schafft niemand. Der eine ergänzt noch Dinge, die seiner Meinung nach noch im Video gefehlt haben. Da habe ich im Prinzip auch nichts dagegen. Der andere findet, dass man einiges auch hätte weglassen können. Ich mache es mir nicht leicht bei der Auswahl der Themen, aber jeder hat da wohl seine Ansicht. Dem einen spreche ich zu schnell, dem anderen zu langsam. Ein dritter findet es okay. Glücklicherweise kann ja jeder selbst etwas darauf Einfluss nehmen, in welchem Tempo er sich das Video ansieht. Einige scheinen masochistische Züge zu haben, weil sie sich freiwillig Dinge ansehen, die bei ihnen körperliches Unwohlsein auslösen. Auch ganz beliebt sind so Bemerkungen wie, das muss man nicht mehr wissen, das macht man heute ganz anders. Wenn einfach nur eine LED blinken soll, programmiert man natürlich einen Mikrocontroller. Aber Moment, haben wir das nicht gerade erst gemacht? Ich hoffe allerdings, ihr erkennt den Unterschied, ob man eine LED blinken lässt, um damit auf einfache Art und Weise die Funktion und Programmierung eines Mikrocontrollers zu erklären, oder ob man, um eine LED blinken zu lassen, gleich einen Mikrocontroller nimmt. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Mikrocontroller als Universallösung für alles. Das hat natürlich einen riesen Vorteil. Man muss da nichts anderes mehr wissen und können. Schöne neue digitale Welt. Früher konnte ich einen Hörer in die Hand nehmen, ein paar Tasten drücken und konnte telefonieren. Heute schalte ich das Smartphone ein und warte erstmal ewig, bis das Betriebssystem hochfährt. Also mein altes Röhrenradio ist da wesentlich schneller betriebsbereit. Und bei dem ist noch nie die Software abgestürzt. Irgendwann werden wir alle nur noch programmieren und keiner bringt mir eine anständige Hardware zusammen. Und da sind dann noch die, ich nenne sie mal Missionare, die als Einzige alles richtig machen und alle anderen dazu bekehren oder belehren wollen. Normalerweise ignoriere ich sowas und lasse sie in ihrem Glauben. Eine Diskussion würde nur eskalieren und überhaupt nichts bringen. Ich will aber heute mal eine Ausnahme machen, weil derjenige hat sich so viel Mühe gemacht, alles loszuwerden, was er so weiß. Ein Kommentarblock hat da nicht gereicht, da musste noch ein zweiter her. Das Thema Transistorverstärker. Also wenn ein Kommentar schon so beginnt,
So ein Kokolores bezüglich Transistortechnik habe ich noch nie gehört. Allgemein gesagt, das sind überholte, weltfremde Darstellungen aus den 60er Jahren. Dann ist schon klar, dass da keine Gesprächsgrundlage da ist. Festmachen tut das jetzt daran, seit wann geht es darum, den kleinstmöglichen Kollektor-Außenwiderstand einzusetzen. Also ich weiß nicht, wo ich das gesagt haben soll. Wenn man schon solche Kommentare loslässt, sollte man die Videos schon richtig gesehen haben und auch in der Lage sein, mitzuschneiden, worum es da eigentlich geht. Dann wäre klar, dass es erstmal darum ging, die absoluten Grenzwerte festzustellen. Dass man einen Vorverstärker so nicht betreibt, wird in den Videos auch ganz klar gesagt und sogar an Beispielen vorgerechnet. Also was soll das? Aber es geht noch weiter. Mit diesem ganzen überflüssigen Formelbrimborium daherzukommen, was so eine Standard-NF-Verstärkerstufe betrifft, ist nur Geschaftelhuberei und Angeberei. Aha, Wissen zu vermitteln ist also Angeberei. Dann sind Fachbuchautoren ganz große Angeber, die schreiben ganze Bücher mit Formeln voll. Und Lehrer, das sind ja die Allerschlimmsten, die wollen vor ihren Schülern auch nur damit angeben, was sie so drauf haben. Das ist schon eine recht merkwürdige Sichtweise. Kann man eigentlich zu viel wissen? Was ich und viele andere hier machen, ist, wir produzieren Videos in unserer Freizeit und stellen die ja kostenlos zur Verfügung. Niemand wird gezwungen, die sich auch anzusehen. Aber weiter. Ja, man steuert die Verstärkerstufe mit einem Sinus an und stellt mit einem Oszilloskop fest, wann er begrenzt. Arbeitspunkteinstellung am Oszilloskop. Mir war so, als hätten wir das hier gemacht. Aber dass er die Videos nicht wirklich richtig gesehen hat, wissen wir ja schon. Das spielt ja hier auch schon längst keine Rolle mehr. Im Grunde ging es ja nur darum, irgendwo einen Aufhänger zu finden, damit man dann losblubbern kann. Es ist natürlich auch ganz praxisnah gedacht, dass ein 12- bis 14-Jähriger, der gerade anfängt, sich damit zu beschäftigen, wie ich damals, sich als erstes ein Oszilloskop für 1.000 € kauft, um damit seine erste Transistorstufe durch Probieren abzugleichen. Die ganze Theorie kann man vergessen, auf die Praxis kommt es an. Abgesehen davon, ein Bastler baut ja eh nur Schaltungen nach vorgegebenen Schaltplanen nach. Von diesen Nachbaubastlern habe ich auch einige kennengelernt, die nach 1, 2 Versuchen das Handtuch geworfen haben, weil nicht funktioniert hat, was sie da gemacht haben. Weil entweder die Ausgangsschaltung schon fehlerhaft war oder sie selbst Mist gebaut haben, den Fehler aber nicht finden konnten, weil sie keine Ahnung hatten, wie das Ganze funktioniert. Und wer Schaltungen selber entwickelt, hat sowieso fortgeschrittenes berufliches Wissen und weiß, wie man dabei vorgeht. Also mit deinen Worten, das haben ihm dann andere Angeber schon beigebracht. Das ist einfach nur Blödsinn, denn ich bin schon das erste Gegenbeispiel. Man braucht sich ja auch nur in diversen Internetforen anzusehen, was da von Leuten mit gefährlichem Halbwissen so rumgefuscht wird. Ja, und jetzt machen wir einen Ausflug durch die gesamte Elektronik. Plötzlich sind wir beim Netzteil. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass die Steckernetzteile früher viel größer waren als heute? Es gibt da nämlich so eine neumodische Erfindung, die nennt sich Schaltnetzteil. Die sind ja überhaupt das Beste. Sie erzeugen nicht so weitreichende Magnetfelder wie die alten Netztrafos. Und sie arbeiten mit Frequenzen, die man nicht mehr hören kann. Ja, vielleicht können die aber ganz andere Störungen erzeugen, die noch viel weiter reichen können, wenn man nicht aufpasst. Und natürlich kann ein Mensch die hohen Schaltfrequenzen nicht hören, wenn die da auf der Spannung rumsauen. Zumindest solange sie sich nicht mit anderen Frequenzen überlagern. Und wenn sich Hund oder Katze verstört in der Ecke verkriechen, sollte man stutzig werden. Könnte da vielleicht ein fiependes Schaltnetzteil dran schuld sein? Ich will jetzt gar nicht alles durchgehen. Unter dem Strich ein Sammelsurium von eigenen Vorurteilen und Binsenweisheiten. Zum Beispiel, dass Widerstände rauschen. Ach was. Warum erzählt er uns das eigentlich alles nochmal? Na offensichtlich doch, damit wir wissen, was er so alles weiß. Da frage ich mich allerdings, wer ist hier der Angeber und Wichtigtuer? Wer sich das antun möchte, kann sich den Rest ja selber durchlesen. Ihr werdet vielleicht völlig neue Erkenntnisse gewinnen. Zum Beispiel, dass Platinen ja ganz großer Mist sind und nur eine Erfindung der Industrie, um Geld zu sparen. Wer wirklich was auf sich hält, verdrahtet alles frei. Das ist dann nicht mal mehr 60er, sondern eher 40er oder 50er Jahre. Ich stelle mir gerade meinen PC vor, frei verdrahtet auf Lötösenleisten. Das sieht bestimmt lustig aus und funktioniert sicher auch super toll. Ich weiß nur nicht, ob das Ganze dann noch in das Gehäuse passt. Das könnte eng werden. Aber jetzt im Ernst. Man kann ja durchaus unterschiedlicher Meinung sein und wir können auch gerne drüber reden. Aber nicht in so einem besserwisserischen Ton.
denn jede Sache hat mindestens 2 Seiten. Am Ende bleibt für mich derselbe Rat an alle, die glauben, alles viel besser zu können: Zeigt es uns doch einfach. Nimm dein ganzes Skript, mach daraus ein eigenes Video, das wird bestimmt ein viraler Hit, weil jetzt endlich jemand kommt, der den vollen Durchblick hat. Ich fürchte nur, dass daraus wie so oft nichts wird, nicht nur, weil das Arbeit machen würde, sondern weil sich solche Leute dann selbst der Kritik anderer aussetzen. Und ich bezweifle, dass sie genauso gut einstecken können, wie sie versuchen auszuteilen. Ich werde mir auch überlegen, ob ich zukünftig solche Romane in den Kommentaren noch zulassen werde. Ich will zwar möglichst wenig eingreifen, aber es kann auch nicht sein, dass irgendjemand meint, er könne meinen Kanal zu seinem machen. Bei diesen ganzen negativen Diskussionen muss ich immer an eine Sache denken. Die Story muss ich jetzt auch noch loswerden. Kurz nach dem Studium war ich auf einem Lehrgang, der nannte sich Erfinderschule. Jetzt werden einige vielleicht fragen, kann man erfinden lernen? Also was man lernen kann, sind Techniken und Herangehensweisen, wie man neue, ungewöhnliche Lösungen für Probleme findet. Das ist natürlich keine Garantie dafür, dass man jedes Jahr ein neues Patent macht, aber es erhöht die Chancen. Der erste Schritt ist dabei immer ein Brainstorming, aber nicht so, wie man es oft erlebt, sondern nach ganz strengen, festen Regeln. Man setzt sich zusammen an einen Tisch. Jedes Wort wird aufgezeichnet, wir haben dafür einen Kassettenrekorder genommen, heute würde man wahrscheinlich eine Videokamera hinstellen. An den Tisch gehören aber nicht nur die Fachidioten, die schon lange erfolglos nach einer Lösung suchen, sondern auch 1, 2 Leute aus anderen Bereichen, die da etwas offener, um nicht zu sagen naiver an das Problem herangehen können. Überspitzt gesagt, an den Tisch gehört auch der Pförtner oder die Putzfrau. Jeder sagt jetzt, was ihm zu dem Thema gerade so einfällt. Und jetzt kommt die allerwichtigste Regel überhaupt. Es ist absolut verboten, irgendeine negative Reaktion auf eine Idee zu zeigen, auch wenn sie noch so verrückt klingt. Also weder durch Gesten, Lachen oder irgendwelche Bemerkungen. Es ist nur erlaubt, eine Idee aufzunehmen und weiterzuentwickeln. Der Grund ist eigentlich klar. Wie oft hat sich schon gezeigt, dass die dümmsten Ideen am Ende die besten und einfachsten sind. Würde man die gleich abschmettern, würde man Chancen vergeben. Und da kann es sein, dass die Putzfrau ganz naiv sagt, also wenn ich so ein ähnliches Problem habe, dann mache ich das immer so und so. Und dem Fachmann neben ihr geht plötzlich ein Licht auf und der sagt sich, hey, in die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. So entstehen neue Ideen. Die Negativlinge, die immer gleich das Haar in der Suppe suchen und dagegen argumentieren, sind am Ende des Tages die Loser. Und das Gleiche trifft auch zu auf die, die immer sagen, das muss ich alles nicht mehr wissen, das ist überholt. Wie entstehen denn neue Ideen? Na, indem man sein altes, vorhandenes Wissen auf das neue Problem kreativ anwendet. Wenn da oben aber nichts mehr ist, dann kommt dabei auch nichts mehr raus. Natürlich werden dann im zweiten Schritt die Vorschläge von den Fachleuten nochmal kritisch abgeklopft, ob da Potenzial vorhanden ist oder nicht. Im ersten Schritt gibt es aber keine Denkverbote und nur positives Denken. Niemand will wissen, was nicht geht, sondern man sucht nach Lösungen, die funktionieren könnten. Wenn er also mal in einer Besprechung sitzt und da ist einer, der immer nur nach Gegenargumenten sucht, dann sagt ihm einfach, wenn er nichts Konstruktives beitragen kann, dann soll er besser den Mund halten und gar nichts sagen. Und beobachtet euch mal selbst. Versucht ihr einer Sache zuerst mal was Positives abzugewinnen? Oder sucht ihr auch immer nur nach Problemen und redet alles kaputt? Nehmt euch kein Beispiel an der Politik, wo alles falsch ist, wenn es jemand sagt, der nicht das richtige Parteibuch hat. Das ist Kindergarten, so löst man keine Probleme. Verschlossene Geister haben noch nie was erreicht. Damit will ich jetzt mit dem Thema aber abschließen und auch einen Schlussstrich unter das Jahr 2022 ziehen. Ich wünsche mir für das nächste Jahr, dass wir alle etwas mehr über den Tellerrand hinausdenken, mehr offenen Geist, weniger negative Energie und weniger Verbissenheit. Das Ganze hier soll doch einfach nur Hobby sein und Spaß machen. Und wir wollen uns von ein paar Miesmachern den Spaß nicht verderben lassen. Solltet ihr Themenvorschläge für das nächste Jahr haben, könnt ihr die natürlich hinterlassen. Versprechen kann ich allerdings nichts. Das war dann doch ein etwas längeres Video. Im nächsten Jahr geht es weiter, wenn auch vielleicht nicht mehr in dem gleichen Tempo wie bisher. Denn es gibt ja auch noch ein Leben außerhalb von YouTube. Wenn ihr wollt, sehen wir uns dann wieder. Kommt gut rüber.